Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und ich kann es selbst nicht glauben. Ja, nach so vielen Monaten der Hinhaltung haben wir es endlich geschafft, Herkules zu besiegen. Ich habe den Kampf selber noch nicht angesehen. Ich habe ihn eben gerade gewonnen gehabt und ich habe gedacht, ach du Scheiße, ich habe gedacht, nein, das gibt's nicht. Endlich haben wir es geschafft, ey. So lange habe ich, glaube ich, noch nie an einem Dungeon-Gegner gehangen, ne? Und ich bin sehr gespannt, wie der Kampf hier ausgegangen ist und vor allen Dingen, wie oft Kunigunde ausgewichen ist. Das würde mich mal sehr interessieren. Wie gesagt, ich habe mir den Kampf noch nicht angesehen, weil ich ihn eben gerade erst bestritten habe. Und wie ich das mit den Free Tries eben so mache, ja, da skippt man dann einfach eben die Kämpfe durch oder den einen Free Try skippt man durch, weil man eh davon nicht ausgeht, dass man den Gegner hier besiegt. Und deswegen, ja, habe ich es so gemacht wie immer. Ne, und deswegen zählen wir mal jetzt gleich mit. Die Kunigunde muss ziemlich fett abgerissen haben, was die Ausweichquote angeht. Ne, wir sind jetzt schon bei 3, bei 4 sind wir jetzt, ja, 5. Und ich bin gespannt, wie oft das noch vorkommen wird. 6 Mal, ja. Mal schauen, was er noch auf Lager hat. Verteilt gute Crits, das ist schon mal wichtig. Ja, kassiert jetzt ganz schön Schaden. 7. Ja, jetzt muss was kommen von der Kunigunde. 8 haben wir jetzt. 9. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was das höchste war. 10. Ich glaube, 11. Ich glaube, kurz vor 20 oder so. Ne? Jetzt muss er noch 12. Jetzt muss er die ganze Zeit ausweichen. 13. Ja, 14. 15 haben wir jetzt. 16. 17. Jetzt muss jeder Treffer muss ausweichen. 19 waren wir jetzt. 20. 21. Geblockt. Okay, 21 Mal, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ja, ich habe zwischendurch Pause gemacht, aber ich glaube, wir haben richtig gezählt. So, durch die ganzen Leggy-Steine und sowas haben wir jetzt auch deutlich mehr Ausdauer. Und ich haue auch ganz gute Crits trotzdem noch raus. 1,2 Milliarden Crit haben wir jetzt, nochmal gefolgt von Milliarden Crit. Und da haben wir Herkules besiegt. Endlich. Es wurde aber auch so langsam Zeit, jetzt mal an der Stelle. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir es jetzt überhaupt noch schaffen. Aber ja, ich sag mal so, der legendäre Dungeon hat schon einiges gut dazu beigetragen, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. Und dass wir auch Herkules an der Stelle hier besiegt haben. So, wir haben eine Waffe für die Kunigunde. Die ist ein bisschen besser. Ja, die werden wir auch, denke ich mal, gleich ausrüsten. Müssten wir noch sockeln an der Stelle. Das ist natürlich kein Borkenknorker. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Und das hat Blitzschaden. Und wir haben hier Eisschaden. Ich weiß gar nicht, der nächste Gegner. Was ist das? Was ist der nächste Gegner? Ares. Feuerschaden. Okay. Feuerschaden. Könnten wir die Waffe auswechseln? Hier Blitzschaden ist ja auch noch effektiv dagegen. Ne? Aber jetzt schauen wir erstmal, was hier der Ares uns zu bieten hat. Ich bin mal gespannt. Wir machen mal jetzt hier gleich den Free Try hinterher, nachdem wir jetzt den Try von Herkules gesehen haben. Ne? Ich bin gespannt. So, der macht hier Feuerschaden und hat 20 Milliarden Leben. Knapp 20 Milliarden Leben. Ne? Hat auch, ja, ist auch wieder ein Stärkegegner, ne? Und ich glaube, ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Guckt mal, den Bertram, der hat schon ein paar Treffer gelandet. Und es sieht so aus, als ob wir hier den Gegner überhaupt gar kein Leben abziehen. Guckt euch das mal an, ey. Ach du Scheiße. Also der Bertram macht ja überhaupt gar keinen Schaden, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja minimal, was der hier raushaut, ey. Ach du Heiliger, ey. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich meine, Bertram macht sowieso nicht so viel. Marquardt ist jetzt der Erste, der jetzt hier Schaden austeilt. Ne? Da gucken wir mal, was da geht. Aber ich male mir sehr schlechte Chancen gegen diesen Gegner aus. 1,1 Milliarden Treffer. Also nicht verkehrt. Die Kunigunde muss hier wieder plus 20 Mal bestimmt ausweichen. In der Zeit, wo sie hier lebt. Und dann müssen wir halt am Ende auch sehr gute Crits austeilen. Wir dürfen keine Crits kassieren. Ne? Und dann könnte es eventuell sein, dass wir hier den Ares auch besiegen. Aber das wird, glaube ich, erstmal noch ein bisschen wieder dauern, bis wir den Gegner an der Stelle... Uff, der haut auch Schaden raus. Ne? Also so ist ja nicht.
Also, ist schon nicht schlecht, was der hier rausknallt. Ja, also vor allen Dingen, wenn er mich crittet. Ich bin jetzt schon eine längere Zeit lang dabei, auf Leben zu gehen als Magier, ne? Und durch die Leggy-Steine habe ich auch nochmal gut Leben dazu bekommen. Und trotzdem haut er hier noch so fette Crits raus gegen mich, die schon ganz gut wehtun. Und ja, da habe ich es auf jeden Fall hier in der Ehrenhalle ein bisschen leichter, sag ich mal, als im Dungeon, ne? Und ja, selbst hier sind Crit vielleicht? Ja, voll, so muss das aussehen hier. Nice, aber auch knapp weggekrittet. Da haben wir uns hier Platz 1 wieder geschnappt hier. Ja, so ist ja nicht. Ja, wir haben hier eine Waffe. Die werden wir austauschen. Ja, plus 24. Ja, obwohl, ich weiß gar nicht. Also ist es das die Pilze wert hier für 24? Ach komm, scheiß drauf. Edelsteinsockel hinzufügen. Machen wir einfach. Zack, boom. Und hier müssen wir den schwarzen Stein rausnehmen, weil wir keinen anderen Stein im Inventar haben. Das heißt, Steingewinnung. Auch nochmal wieder ein bisschen ja, Pilze hier rausgebraten. Zack. Aber was machst du nicht alles? So, das Ding verbessern wir zweimal. Ja, Waffe lohnt sich eh nicht. Großartig, aber die Verzauberung dürfen wir nicht vergessen. Da müssen wir aber nochmal kurz hier ein bisschen abholen, sonst können wir uns das nicht leisten. So, und dann checken wir nochmal durch hier. Verzauberung, die Kunigunde, zack, damit wir es nicht vergessen. Und dann hat diese jetzt eine neue Waffe erhalten. Ja, 6200 Kristalle bringt das Ganze. Also da können wir auch zusehen, dass wir da wieder ein bisschen vielleicht auch rauskriegen. Ich habe jetzt auch ja, mein Equipment nochmal ein bisschen verbessert, weil ich habe dem Marquardt hier den Ring abgezogen. Der war, glaube ich, plus 7 mal verbessert. Und den Lendenschurz, den muss ich ihn auch noch abziehen. Der ist auch 7 mal verbessert. Alles andere ist, glaube ich, 5 oder 6 mal verbessert. Ja, da muss ich mal schauen. Werde ich vielleicht auch noch ein bisschen niedriger gehen von der Verbesserungsanzahl her. So, ich habe jetzt mich dafür entschieden, dass ich so auf 4 gehen möchte von der Verbesserung her. Ja, da bezahlst du noch nicht ganz so viele Kristalle. Aber so was 6 mal, 7 mal verbessert ist, das ziehe ich dem Marquardt doch schon noch ab. Ne? Auch wenn ich dafür jetzt erstmal wieder die Items reintun muss, die hier Lebensenergie drauf haben, ne? Weil das halt jeder legendäre Gegenstand hat ja eine Lebensenergie-Rune. Und ja, ich habe meine Begleiter ja so ausgerüstet, dass die halt die Widerstände auch gut haben. Ne? Aber ja, im Prinzip bringt es jetzt nicht mehr so viel. Er hat hier noch Feuer, was jetzt ganz gut ist gegen Ares, der ja auch jetzt hier Feuer-Damage macht. Ne? Darauf müssen wir halt achten. Ja, die anderen Sachen sind jetzt relativ egal. Müssen wir aber trotzdem wegnehmen hier, weil sind auch wieder 53k Kristalle, die ich in mein Main investieren kann. Und ich habe hier auch schon wieder ein bisschen was getan. Also ich habe hier die Waffe plus 12 war ja, die Seite ist noch alles plus 11. Und hier habe ich jetzt angefangen, hier habe ich jetzt plus 12, 2 Items erstmal wieder, ist verdammt teuer. Ne? Bis man das auf die nächste Stufe bekommt. Ein Item hier von 11 auf 12 zu verbessern, kostet glaube ich um die 60.000 Kristalle. Ne? Also ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, bis wir hier alles ein bisschen weiter verbessert haben, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Stats schmecken schon. Ne? Und dem Marquardt, ja, schadet es jetzt nicht ganz so dolle, dass wir den jetzt hier ein paar Items wegnehmen, die vielleicht ein paar Mal zu viel verbessert sind, ne? Damit wir hier ein bisschen mal für ein bisschen Progress sorgen auf dem Main, auf jeden Fall, ne? Ich meine, wir haben uns da jetzt schon stark verbessert, ne? Ein paar Begleiter haben wir noch, ein paar gut verbesserte Items, aber ich hatte ja vorher mein Equipment, also bevor ich diese ganze Aktion gemacht habe, hier mit den neuen Items und den neuen Edelsteinen und meine Verbesserungen überall genutzt habe, hatte ich ja mein komplettes Equipment auf plus 9 verbessert gehabt und von plus 9 auf plus 12 jetzt in der kurzen Zeit, ne, ist jetzt schon auf jeden Fall ein guter Fortschritt, sag ich mal, ne, ist schon da, ja, kann man schon nicht verachten, so, ne, und ihr seht ja auch, was das für einen Unterschied macht jetzt hier alleine von plus 11 auf plus 12, ne, hat hier 374 auf 415 und die Items sind ja alle gleich so von den Werten her und deswegen ja, wird es bei jedem Wert so aussehen.
Und die Waffe hier, ja, das macht natürlich am meisten Stats aus, ne, wenn die verbessert wird. Aber ihr seht, in der Waffe alleine steckt hier auch schon 500.000 Kristalle drin. Ne? Also das ist auch ein relativ teures Unterfangen, will ich mal sagen. Ne? Jo, also der Sir Webster, der will es aber auch wissen hier, ne? Der kann es nicht sein lassen. Der will sich, sobald hier jemand Platz 1 ist und das nicht Sir Webster ist, ja, wird hier sofort wieder zurückattackiert. Naja, gut, was willst du machen? Ne? Also wenn man da so hinterher ist, dass man da jetzt Pilz investiert, gut, nur um auf Platz 1 zu stehen, lass ihn. Ja, ich werde hier mit meinen Free Tries weiterhin attackieren, aber Pilze werde ich, denke ich mal, jetzt hier nicht weiter investieren. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich den Herkules besiegt haben und jetzt Ares der nächste Gegner ist, den wir hier zu besiegen haben. Wird sehr, 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 sehr schwer werden. Ich glaube, das dauert auch nochmal eine Zeit lang, bis wir den besiegen. Und ja, dann war es das soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.